Dieses unvergessene Spielmenü und alles, das danach kam, haben wir Lorne Lanning zu verdanken, dem Gründer von Oddworld Inhabitants und dem Vater von Ape. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Heute schauen wir uns an, wie es zu dieser Inspiration kam, was Oddworld mit God of War gemeinsam hat und wie ein schlachsiger, unbewaffneter Protagonist im Umfeld von muskelbepackten Schießwütigen zum Millionenerfolg werden konnte. Trotz aller technischer, inhaltlicher und vertrieblicher Rückschläge. Folge mir. Der inzwischen 61-jährige Lorne Lanning war von Kindertagen an ein begnadeter Maler, der diese Leidenschaft auch mit einer Ausbildung an der School of Visual Arts in New York sowie dem California Institute of Arts auslebte. Eine brotlose Kunst, wie die meisten Eltern jetzt sagen würden. Und sie lagen gar nicht mal so falsch damit. Denn beim Übergang in die Berufswelt geriet Lanning ins Straucheln. Er griff nach jedem Strohhalm und nahm alle Arbeiten an, die ihm unterkamen. Nur um eines Tages in den 80ern mit der Realisierung konfrontiert zu werden, dass ein neues Computerprogramm erschienen war, das in einem Wimpernschlag Aufgaben erledigen konnte, an denen er die ganze Nacht mit seinem Malkasten verzweifelte. So einen Ausblick auf die Zukunft zu sehen, ließ ihn umsatteln und an Heiligabend, als so gut wie niemand auf dem Gelände war, schlich er sich in das Computerlabor der Schule, um die Handbücher der $160.000 Computer zu kopieren, an denen er arbeiten wollte, mit seinem Künstlerhintergrund aber keinen Job bekam. Frei nach dem Motto Fake it till you make it, nutzte er also das so gewonnene Wissen, um sich gewissermaßen einen Job zu erschleichen. Anders als geplant, aber nicht beim Film in Hollywood, sondern beim Militär. Denn auch dort waren die Zukunft und Computer inzwischen angekommen und all die Generäle im Pentagon, die mit einfachen mechanischen Gewehren und Kanonen aufgewachsen waren, verstanden bei der Vorstellung neuer Waffensysteme einzig und allein Bahnhof. Lanning wurde von einer Firma in ein 5-Mann-Team geholt, dessen Aufgabe es war, das zu ändern. Mit visuellen Computergrafiken sollten sie sichergehen, dass das Pentagon verstand, was man ihnen anbot, um damit eine staatliche Finanzierung zu sichern. Das war das erste Mal, dass Lanning realisierte, welche Macht visuelles Storytelling haben konnte. Denn als Teil von Präsident Reagans Strategic Defense Initiative waren es genau solche Präsentationen, die laut politischen Beobachtern die Auflösung der Sowjetunion zur Folge hatten, die sich damit konfrontiert ihren technischen und wirtschaftlichen Rückstand eingestehen mussten. Nachdem Lanning so den Autorenstreik von 1988 und 89 überbrücken konnte, der nahezu ganz Hollywood lahmlegte und viele Unternehmen in die Knie zwang, fand er schließlich mit seiner neuen Arbeitserfahrung doch eine Anstellung in der Filmbranche bei Rhythm & Hues, einem Spezialisten für visuelle Effekte. Hier lernt er Sherry McKenna kennen, eine Kundin, mit der zusammen er an Freizeitparkattraktionen für Universal arbeitet. Sie ist die Go-To-Person in den 80ern, wenn die Medien einen Bericht über Computergrafik bringen wollten. Sie wurde zu seiner Mentorin und er konnte sie überzeugen, zu Rhythm & Hues zu wechseln, doch das war ihm noch nicht genug. Er sah, wo die Industrie sich hinbewegte und mit ihr bewegten sich auch seine Ziele in die Höhe. Über 6 bis 8 Jahre hinweg hatte er diverseste Geschichten zu Papier gebracht und begann sie langsam alle zu vereinen. Er erzählte McKenna die Geschichte von Squeak, einem bemitleidenswerten Alien, der seine Körperteile an Tierforscher verloren hatte, die den verbliebenen Rest in einen alten, rostigen Roboteranzug verfrachteten. Er legte seiner Mentorin die Geschichte in 5 epischen Teilen vor. Ein Epos, später bekannt als die Oddworld Quintology. McKenna war begeistert und rief aus: Ja, lass uns diese 5 Filme produzieren! Doch Lanning hatte die Realität bereits vor seinem Pitch eingeholt. Hollywood war eine Festung mit unüberwindbaren Mauern, wenn man nicht die richtigen Verbindungen hatte. Doch er musste keine Filme machen, er wollte lediglich seine Geschichten erzählen. Und da bot sich ein anderes Medium an, das in den letzten Jahren sein Interesse geweckt hatte. Wir bräuchten $500 Millionen für 5 Filme, meinte Lanning. Niemand würde uns so viel Geld geben. 25 Millionen hingegen für 5 Videospiele klingt schon deutlich realistischer. Eine Idee, die ihm übrigens kam, als er kiffend eines seiner Leinwandbilder betrachtete und ihm im berauschten Kopf dabei ein Joystick in die Hand flog, mit dem er das Bild zum Leben erweckte und steuerte.
McKenna war genervt, weil der junge Mann nicht zum ersten Mal mit der Idee auf sie zukam, zusammen ein Videospielunternehmen zu gründen. Für sie standen Games für nichts weiter als Gewalt und sie fühlte sich in ihrer aktuellen Karriere wohl. Doch um Lanning ruhig zu stellen, willigte sie ein, sollte er das nötige Geld auftreiben können. Er hatte bereits diverse Künstler und Entwickler an der Hand, die von dem Projekt begeistert waren und sofort an Bord kommen würden. Doch zuallererst brauchte er McKenna am Ruder. Sie müsste mit ihrer Expertise die Kunden und das Geld managen. Das war das mit Abstand wichtigste Element in seinem Plan. Business comes first. Das hatte er von ihr und vom Leben gelernt. Auch als Künstler musste man Kompromisse eingehen und wie McKenna gerne sagte, möchtest du Recht haben oder möchtest du gewinnen? Lanning wollte gewinnen. Das Oddworld-Epos war und ist bis heute inspiriert von globalen Missständen, die Lanning schon immer beschäftigt hatten. Ungerechtigkeiten, Vorurteile, Hungersnöte, Umweltverschmutzung und Abholzung. Bei Spaziergängen durch die Wälder seiner Heimat entdeckte er seine Verbindung zur Natur und als er Yoda in den Star Wars-Filmen kennenlernte, konnte er dieses Verbundenheitsgefühl endlich in Worte fassen und machte die Macht gewissermaßen zu seiner Religion im richtigen Leben. Er war entsetzt von den toten Bäumen und Seen in Vermont, die sauren Regen zum Opfer gefallen waren, der seinen Ursprung unter anderem in der chinesischen Kohleindustrie nahm. Er erfuhr, welche fatale Auswirkungen Staudämme auf die umliegende Natur hatten und durch seine vorangegangenen Jobs zu was für einer schrecklichen Institution die Menschheit geworden war. Welche Grausamkeiten die von ihm visualisierten, nicht einmal tödlichen Waffensysteme anderen Menschen antun konnten oder wie viele Lebensmittel wir verschwendeten. Während seiner Zeit in New York arbeitete er als Gabelstaplerfahrer im größten Trucking-Terminal der Vereinigten Staaten, wo jeden Tag aberhunderte Tonnen an Nahrung umverteilt wurden. Zu seinen Aufgaben zählte es, Früchte mit einem perfekten Reifegrad in einer riesigen Industriepresse zu entsorgen, weil die Supermarktkunden vorgereifte Früchte kaufen wollten, keine reifen, die morgen schon anfangen würden, braun zu werden. Sie vernichteten dort ganze Wagenladungen an essbarer Nahrung, stapften durch 1,5 Meter tiefen Melonensaft, der sich über den Parkplatz ergoss, während vor den Toren der Firma zahllose Obdachlose buchstäblich wilde Hunde aßen. Alles, damit die Firma Versicherungsgelder einkassieren konnte und funktionsfähig blieb. Lanning lernte auf die harte Tour, wie die Welt funktionierte und dass es eine komplizierte Welt war, voller kaputter, komplizierter Systeme. Nicht unähnlich zu den Geschichten aus 1984 oder Brave New World, die ebenfalls in seine Inspiration einflossen. Doch seine Inspiration beschränkte sich nicht nur auf das Elend der Welt, sondern auch auf die legendären Erfolgsgeschichten seiner kreativen Vorbilder. Walt Disney, der mit der richtigen Technologie und Idee den perfekten Zeitpunkt abwartete, um eine ganze Industrie nach seinen Vorstellungen zurechtzubiegen, die zu langsam reagierte und von der Modernisierung hoffnungslos überrollt worden war. George Lucas, der sich regelmäßig Flash Gordon ansah und sich wunderte, warum es keine Spielzeuge von all den coolen Waffen und Werkzeugen aus der Serie gab, nach denen er und all die anderen Kinder sich verzehrt hätten. Ein Umstand, der ihn beim Produzieren von Star Wars später dazu bewegte, zu einer geminderten Gage zu arbeiten im Austausch für die Lizenzrechte. Das dadurch verkaufte Merchandise alleine ermöglichte es ihm schließlich, die Star Wars-Marke von Fox zurückzukaufen. Ein Schachzug, den wir auch in der Oddworld-Historie noch sehen sollten. Inspiriert von dem damals reichsten Japaner und dessen Motto „Groß denken", erstreckte sich die Welt von Oddworld in Lannings Vorstellung über eine Fläche 10-mal so groß wie unsere Erde und jedes Spiel der Quintology würde einen neuen zentralen Charakter mitbringen. Für sich alleine stehend, bevor das 5. Spiel sie alle zusammenführen würde. Oddworlds Bewohner, eine Mischung aus den Muppets und Akte X. Doch auch mit McKennas Hilfe beim Erstellen des Businessplans nahm ihn niemand ernst. Du willst Millionen? Videospiele kosten allenfalls ein paar $100.000. Und überhaupt, bei so einem Investment müsstest du locker 1 Million Spiele verkaufen. Und du hast nie zuvor überhaupt ein Game entwickelt? Sequels machen wir außerdem nicht. Jeder Nachfolger verkauft nur halb so viele wie der Vorgänger. Dass die üblichen Sequels der Zeit totaler, allenfalls aufgewärmter Schrott waren, wollte natürlich niemand hören.
Genauso wenig wie Lannings Vision, dass die Spielcharaktere Hollywood-Standards erfüllen mussten, um ihr längeres Leben sichern zu können. Die trügerische Rettung kam dann von außerhalb der Industrie, denn der Colorado-Geschäftsmann Gary Vickers hatte ein paar ungenutzte Millionchen herumliegen und suchte händeringend nach einer vielversprechenden Investitionsmöglichkeit. Eine schicksalhafte Zusammenführung, dachten sich Vickers, Lanning und McKenna, bis der Geschäftsmann für seine Investitionen auf die Mehrheitsanteile der Firma bestand. Eine Vereinbarung, die für Lanning und McKenna nicht in Frage kam. Sie gingen und zwangen Vickers damit in die Knie, der sich mit 49% der neu gegründeten Firma Oddworld Inhabitants zufrieden gab. Das dachten die beiden zumindest, doch schnell entpuppte sich der Sieg als Fluch. Denn wie sie bald lernen sollten, sind erfolgsgeküsste Menschen wie Vickers speziell. Wenn man sie in Verhandlungen schlägt, hat man eigentlich verloren, denn fortan setzen sie alles daran, die verlorene Kontrolle wiederzugewinnen, um ihr Ego zu besänftigen. Dennoch ermöglichte die Finanzierung endlich auch das Studio in San Luis Obispo zu eröffnen, das kurz darauf ein anderes örtliches Entwicklerstudio, Alexandria Inc., mitsamt seinen Entwicklern und Assets schluckte. Aus diesem Grund basiert die Oddworld Engine auch auf deren vorheriger Arbeit an Demolition Man für den Sega Genesis. Die Alexandria-Leute stellten den Großteil der Videospielexpertise dar, während das restliche Team mit Lannings alten Kollegen aus Hollywoods Computereffektbranche ausgefüllt wurde. Gerade Lannings Arbeit mit den Freizeitparkattraktionen gaben ihm das Gefühl, eine perfekte Ausgangslage zu haben, um technische Limitierungen mit einer immersiven Nutzererfahrung zu verbinden. So begann also im Januar 1995 endlich die Produktion an Soulstorm, das in Oddworld Inhabitants Epic One Staring Ape umbenannt wurde. Ein Name, den man auf Drängen des späteren Publishers glücklicherweise noch einmal überdachte und zum heutigen Oddworld Apes Odyssey werden ließ. Doch diesen Publisher galt es nun erst einmal zu finden. Um allerdings überhaupt an Türen klopfen zu können, brauchte Lanning etwas, das er zeigen konnte. Zu diesem Zweck arbeitete das Team zuallererst an 2 Prototypen und wie Lanning von Walt Disney gelernt hatte, musste darin dieser eine besondere Moment vorkommen, den niemand zuvor je gesehen hatte und der sie alle umhauen würde. Dieser magische Moment hat es sogar bis ins finale Spiel geschafft, denn er findet sich gleich zu Spielstart wieder. Mit der hochwertigen Intro-Animation unterstrich das Team ihr Hollywood-Know-how und den Fokus auf die Geschichte. Wirklich große Augen wurden in den Präsentationen allerdings gemacht, als besagte Filmsequenz nahtlos ins Spiel überging. Eine Technik, die God of War zuletzt wieder auf beeindruckende Weise technisch hat aufleben lassen, fand ihren Ursprung genau hier, in Oddworld. Das hinzubekommen war allerdings eine enorme Herausforderung für die Entwickler gewesen, da die Videodateien und das Gameplay sowohl auf unterschiedlichen Framerates als auch Auflösungen funktionierten, um die Speicherkapazität der CD nicht zu überschreiten. Als zweiten Prototypen präsentierten sie eine Sequenz mit Apes Reittier Elam, das die essentielle Beziehung zu anderen Charakteren der Spielwelt verdeutlichte und ein einfaches Rätsel zeigt, um Elam von dem Honig abzulenken, der all seine Synapsen verklebte. In dieser Präsentation stellte man dann auch das letzte essentielle Gameplay-Element vor: Gamespeak, die verbale Kommunikation mit anderen Charakteren. Diese Funktion war aus dem Wunsch heraus geboren worden, die Lebensformen von Oddworld echter und lebendiger wirken zu lassen und gleichzeitig beim Spieler eine emotionale Bindung aufzubauen. Mit Hilfe der simplen Anweisungen fühlten sich die anderen Mudokons fast wie Haustiere an, bei denen man intensiver mitfühlte, wenn sie gerettet wurden oder verunglückten. Oder wenn man ihn grundlos gegen die Kartoffel slappte. Eine Immersion, die deutlich schwieriger zu bewerkstelligen ist, wenn man mit Textboxen arbeitet. Doch auch Gamespeak kam nicht ohne seine technischen Herausforderungen daher. Das ganze System arbeitete nämlich viel zu schnell und die Antworten folgten so schnell auf Apes Anweisung, dass man sie kaum verstehen konnte. Es galt, entsprechende Pausen einzufügen, um den ganzen Austausch nach einer tatsächlichen Unterhaltung klingen zu lassen, in der beide Parteien auch zuhören. Unterm Strich war Gamespeak im Grunde nichts anderes als die Kommandos, die man Einheiten in einem RTS-Spiel mit seiner Maus gab.
Der zweite Knackpunkt war wieder einmal der begrenzte Speicherplatz, der es den Entwicklern lediglich gestattete, jedes Wort ein einziges Mal als Audiodatei zu hinterlegen. Da sie aber nicht wollten, dass alle Figuren identisch klangen, probierte man mit diversen Audioeffekten herum, um dieselbe Audiodatei zum Beispiel höher oder tiefer klingen zu lassen. Hallo! Die Synchronarbeit übernahm das Team selbst. Zum einen, um Geld zu sparen, zum anderen, um jederzeit kurzfristig Änderungen umsetzen zu können. Inspiration zogen das Team und vor allem Lanning aus den diversesten Bereichen und Vorlagen. Ape allen voran ist inspiriert von den Arbeitern in den südafrikanischen Diamantenminen von De Beers, dem größten Diamantenproduzenten und Händler weltweit, der einheimische Bewohner des Landes versklavte und deren Kultur zerstörte. Eine Geschichte, an die sich die meisten Südafrikaner laut Lanning gar nicht mehr erinnern oder erinnern wollen, wie es sich überall auf der Welt ständig wiederholt. Ape macht einfach nur seinen Job, verarbeitet Paramides und Scraps zu Fleischprodukten, ohne zu ahnen, welchen Schaden er der Natur seines Planeten damit zufügt. Einfach, weil er in Rupture Farms geboren und aufgezogen wurde und lediglich deren Gehirnwäsche, deren Wahrheit kannte. Er empfindet die Fabrik als einen tollen Ort zum Arbeiten, obgleich sie all das zerstört, mit dem seine Kultur ursprünglich in Einklang gelebt hatte. Entsprechend waren die ursprünglichen Ideen für den Charakter, bevor auch nur eine einzige Skizze angefertigt wurde, dass er abgearbeitet und schwach, unbedrohlich aussehen musste. Gleichzeitig sollte seine Art, sich zu bewegen, aber amüsant wirken, um seine Naivität zu unterstreichen und einfacher Sympathien entstehen zu lassen. Seine Farbgebung ist inspiriert von Fischen, die Lanning selbst beim Angeln beobachtet hatte. Je nach Wasserqualität unterschied sich das Erscheinungsbild derselben Fischsorte. Angesichts der Luft- und Lebensqualität auf Oddworld haben die Mudokons entsprechend kränkliche Farben und verkümmerte Pferdeschwänze. Zusätzlich stehen Apes Farben von einem psychologischen Standpunkt aus für Harmlosigkeit. Er ist ein Held, der du sicher nicht anstrebst zu sein, mit dem du dich aber eher auf einer persönlichen Ebene identifizieren kannst. Wenn selbst er es durch dieses Abenteuer schafft, dann könntest du das wahrscheinlich auch. Sein zugenähter Mund rührt daher, dass Ape eine deutlich intensivere Verbundenheit zum Planeten und dessen Natur empfindet, weshalb er schon als Baby das Leid spürte und häufig weinte. Seine Mutter, aus Angst vor den strengen Wachen, nähte ihm den Mund zu, um ihn zu beschützen. Der Name Ape wurde abgeleitet von Abraham aus dem Alten Testament, der laut der hebräischen Version seiner Geschichte der Ursprung des Eingottesglaubens sein sollte. Nur um später zu entdecken, dass die ganze Geschichte gewissermaßen ein Plagiat vom tatsächlichen Urheber Akhenaten war, dem Vater von Pharao Tutanchamun. Nichts ist, wie es scheint, und all die in unserer Geschichte verbreiteten Lügen verbiegen die vermeintliche Wahrheit derart, dass die tatsächliche kaum noch auszumachen ist oder gar für immer verloren geht. Der perfekte Hintergrund für Ape, der herausfinden wollte, wer er wirklich war und was er glauben sollte. Damit hört der religiöse Hintergrundgedanke aber noch nicht auf. Denn um aus Apes Geschichte tatsächlich ein Epos zu machen, überlegte man von Beginn an, wie man den Charakter zu einem Propheten werden lassen konnte, der gewissermaßen eine neue Religion, eine neue Wahrheit verkörperte. Bei der Entwicklung stand stets die Frage im Raum, wie man Ape zu einer Legende machen konnte, über die man noch in 1000 Jahren sprechen würde. Und wie so eine Legende ihren Anfang nehmen konnte. Mystizismus war ein Interessengebiet, das Lanning und McKenna sich teilten. Ebenso hatten sie ähnliche Gefühle hinsichtlich Umweltschutz und Antikommerzialismus. Die Heucheleien von CEOs waren beiden gleichermaßen zuwider, die Menschen für ihr Geld ausbeuteten und Land dafür missbrauchten, ihre Produkte zu produzieren und sie der ignoranten Öffentlichkeit anzupreisen. Beschönigt und unschuldig hinter bunten, fröhlichen Farben, während sich dahinter der systematische Massenmord indigener Völker oder andere mörderische und zerstörerische Praktiken verbargen. Genau wie sie wurden auch die Firmen in Oddworld von fröhlichen, unscheinbaren Logos vertreten. Die Farbgebung des Spiels und der gesamte Artstyle wurden inspiriert von europäischen Graphic Novels der 80er, die durch übersättigte Farben und dramatische, filmreife Lichteffekte bestachen. Filmreif wollte man Oddworld ja ohnehin machen und mit einer entsprechenden Grafik die PlayStation bis zum Limit ausreizen. Ich wollte was Besseres, was Gutes, was Feines. Nichts mit Kadavern, was Frisches und Reines.
Was hilft beim Rennen vor bösen Slicks? Was stärkt die Glieder? Was macht mich fix? Rapture Farms, ach Gott, da stinkt's. Zum Glück gibt's ja die Holy Drinks. Elektrolyte, die geben mir Kraft, wenn mein Mudakengeist mal wieder schlaft. Die Vitamine und Mineralstoffe nicht zu vergessen, da brauche ich auch keine Scraps mehr essen. Statt Soulstorm Brew mit Suchtgefahr, trinke ich was Gutes, ja wirklich wahr. Und du kannst das auch, fass dir ein Herz, durch 10% mit Lord of Nerds. Aus Gameplay-Sicht stammt die Inspiration von Videospiellegenden wie Prince of Persia, Another World oder Flashback. Denn obwohl die 3D-Technologie gerade auf dem Vormarsch und in aller Munde war und obwohl das genau sein Fachgebiet war, kam sie für Lanning von Anfang an nicht in Frage. 3D war noch in den Kinderschuhen und die gegebenen technischen Möglichkeiten hätten zu diversen signifikanten Einbußen geführt. Rätsel hätten an Komplexität verloren, die Animationen hätten genauso gelitten wie die Hintergründe und ganz allgemein hätte es einfach nicht schön ausgesehen. Die 3D-Games der frühen 90er sahen ja alle gleich aus. Dennoch erstellten sie sämtliche Spielfiguren, Umgebungen und andere Assets in 3D, um die Bilder dann für das Spiel vorzurendern. Anstatt die Möglichkeiten mit 3D-Grafik auszureizen, gingen sie also lieber um eine Dimension zurück und nutzten die neuen technischen Möglichkeiten der Zeit, um das Maximum aus dem 2D-Genre herauszuholen. Um in diesem nicht mit dem locker fröhlichen Mario oder vergleichbaren Plattformern verwechselt zu werden, verzichtete man auf jegliches Side-Scrolling und entschied sich stattdessen für die sogenannten Flip-Screens. Dadurch versprachen sie sich eine gesetztere, immersivere Spielwelt und einen größeren Fokus auf ihren Protagonisten. Zusätzlich hatte dieser Ansatz den netten Effekt, dass jeder Bildschirm wie eine neue Szene im Film wirkte. Und die Spielgeschwindigkeit wurde zwangsläufig gedrosselt, sodass auch Nicht-Gamer wie McKenna ins Gameplay hereinfinden konnten. Das erinnert auch an PlayStation-Klassiker Heart of Darkness, das zwar nicht laut Lanning, aber laut einigen Entwicklern ebenfalls als Inspiration diente. Um die Geschichte nicht mit zu viel Ernsthaftigkeit ins Anstrengende abrutschen zu lassen und den Spielern mit den unterschwelligen Thematiken nicht gleich ins Gesicht zu springen, entschied man sich für den Einsatz von einer gesunden Portion schwarzem Humor. Da es nicht viele Dialoge oder Zwischensequenzen gibt, musste der Humor auf anderer Ebene transportiert werden. Hierfür bediente man sich an den Praktiken von Vaudeville, dem Vorgänger des Kinos und dessen überzeichneter Schauspielerei. Das wird im Spiel maßgeblich durch die zahlreichen Varianten repräsentiert, wie man die Mudakens oder Apes sterben lassen kann. Völlig unbeabsichtigt, versteht sich. Damit die eigentliche Ernsthaftigkeit der Geschichte und der düsteren Spielwelt weiter entschärft wurde, entschied Lanning sich für ein Erzählen der Geschichte in Reimform. Ganz genau wie in den Dr. Seuss Kinderbüchern, die schon seine Mutter vorgelesen bekommen und die sie auch ihm vorgelesen hatte. Genau diese Zeitlosigkeit wollte er ebenfalls einfangen. Denn ich wusste nicht, was ich heute weiß, wie das neue und verbesserte Rezept für einen höheren Umsatz heißt. Die Prototypen waren also fertig, auch wenn noch nahezu das gesamte Gameplay dahinter vollkommen fehlte. Also machten sich Lanning und McKenna auf die Suche nach einem willigen Publisher. Ihr reicher Investor Gary Vickers wollte nämlich dringend aussteigen, da er mit einem deutlich schnelleren Gewinn aus seiner Investition gerechnet hatte. Im Mai 1996 auf der zweiten E3-Messe zeigte man das Spiel hinter verschlossenen Türen. Doch die waren nicht der Grund für das ausbleibende Interesse. Ein vollkommen unbekanntes Franchise von einer brandneuen Firma, von der man noch nie zuvor gehört hatte? Und noch dazu war der Protagonist in etwa so sehr macho wie eine Tube Mayonnaise? Vegane Mayonnaise? Niedergeschlagen räumten die Mitarbeiter vor Ort sich eine Mittagspause ein, nur um bei ihrer Rückkehr eine Schlange vorzufinden, die sich bis um die nächste Ecke erstreckte. Das Feedback zu Oddworld war phänomenal und sprach sich so schnell herum, dass es auch Publisher wie Activision, EA und Rockstar anlockte, die alle Interesse bekundeten. Den passenden Publishing-Partner fanden sie aber durch Zufall, als McKenna zu Ohren kam, dass ihr Kindheitsfreund Bernie Stolar inzwischen Präsident von Sony Computer Entertainment America war. Eine perfekte Symbiose tat sich auf, bis Stolar Sony dummerweise verließ, um in einer neuen Position Sega beim Launch des Saturn und später des Dreamcast zu helfen. Na, wenn das mal kein zukunftssicherer Jobwechsel war.
Doch er ließ sie nicht ohne einen weisen Ratschlag im Stich. Sie sollten sich an GT Interactive wenden. Deren CEO kam genauso wie Lanning und McKenna aus der klassischen Unterhaltungsbranche, hatte zuvor ein Musiklabel in Miami geführt. Sein neues Videospiel-Publishing-Geschäft war zahlungskräftig und bestach durch das Versprechen, dass Studios die Rechte an ihrem geistigen Eigentum behalten durften. Für beide Seiten passte also alles und 1996 unterzeichneten Oddworld Inhabitants bei GT Interactive. Finanziell abgesichert durfte es also endlich richtig mit der Entwicklung losgehen. Obgleich besagtes Budget seine ganz eigenen Herausforderungen darstellte, mussten Lanning und McKenna schließlich mit ihrem einen Topf voll Gold gleichzeitig die Gründung ihrer Firma finanzieren, das Entwickeln einer Engine und die Entwicklung des eigentlichen Spiels. Ein internes Problem, wie so viele andere, die noch folgen sollten. Die meisten davon waren Unstimmigkeiten im Team, die sich gegen Lannings klare Vision richteten. So vertrat er beispielsweise den unumstößlichen Standpunkt, dass Abe niemals eine Waffe anrühren durfte. Etwas, das die erfahrenen Game Designer im Team unverblümt als idiotisch abtaten. Wie sollte denn ein Action-Adventure-Plattformer mit einem Protagonisten funktionieren, der keine Action mitbrachte? Auf jedem Hollywood-Poster der Zeit sah man irgendwen eine Pistole halten. Lanning hielt dagegen. Wenn Abe eine Waffe hätte, würde er jedes Problem nur damit lösen und alle Rätsel wären überflüssig. Und dem Spieler etwas zu geben, das Spaß machte, nur um es ihm anschließend wieder wegzunehmen, war im Gaming eine bekannte Todsünde. Bei Abe sollte es aber schon immer ums Retten gehen, nicht ums Töten. Das Team stand also vor einem Problem, aber Lanning war durchaus kompromissbereit und eröffnete die Diskussion, um nach einer geeigneten Lösung zu suchen. So gingen sie auf die Ursprünge des Charakters zurück, seine indigenen Wurzeln, seine mystische Verbundenheit zur Natur. Wie auch Schamanen oder Anhänger der Voodoo-Religion, denen magische Fähigkeiten nachgesagt werden, wie das Gestaltwandeln, die allseits bekannten Voodoo-Figuren oder das Projizieren des eigenen Bewusstseins in das eines fliegenden Adlers. Also verliehen sie auch Abe übernatürliche Fähigkeiten und ließen ihn Besitz von anderen Charakteren ergreifen. Und das könnten dann diejenigen sein, die eine Waffe trugen. Das funktionierte auch deutlich besser als ihre ursprüngliche Idee, Besitz von Maschinen und Kontrollzentren zu ergreifen, die weniger mobil waren und beispielsweise in den ländlichen Regionen des Spiels überhaupt nicht zu suchen hatten. Neben der technischen Herausforderung, die Anfangssequenz nahtlos ins erste Gameplay übergehen zu lassen, kostete auch das Kaschieren der Ladezeiten viele Monate an Arbeit. Ein weiterer Punkt übrigens, für den die Entwickler kein Verständnis mitbrachten, den Lanning aber unbedingt revolutionieren wollte. Also versteckten sie die Ladezeiten ihres Spiels hinter Videodateien oder Soundeffekten. Der Sound einer Drohne zum Beispiel wurde in 3 Teile zerhackt, sodass man die Endstücke vor und nach der Ladesequenz hört, während das Mittelstück in einer Schleife abgespielt wird, solange dich das freundliche Gesicht hier unten angrinst. Damit waren die Audiotricksereien aber noch nicht beendet, denn das Sounddesign wurde zu einem tragenden Element von Apes Odyssey. Die entwickelte Audio-Engine nämlich verfolgte aktiv die Handlung der Spielfigur und passte die Musik dabei dynamisch an, während sie dem Spieler mit hörbaren Impulsen Hinweise lieferte. Das wiederum führte zu Streitigkeiten mit Sony selbst, erinnert sich Lanning, da die Spezifikationen der PlayStation wohl eine Option forderten, die dem Spieler das Ausschalten der Musik ermöglichte. Das kam für Lanning aber überhaupt nicht in Frage, da die Musik in ihrem Werk nicht wie bei anderen Spielen einfach im Nachgang auf das Gameplay gelegt wurde, sondern sich maßgeschneidert mit der Handlung veränderte und essentiell für die Spielerfahrung war. Elemente des Spiels, die letztlich aber doch geändert werden mussten, gab es ebenfalls. Einige war man sogar gezwungen, gänzlich zu entfernen. Mit dazu zählten die Meeches. Eine der ersten fertigen Sequenzen, die Lanning während der Entwicklung zu Gesicht bekam, waren etwa 20 der kleinen Meeches, die Abe verfolgten und durch ihre abstrakten Bewegungen alleine schon unheimlich wirkten. Lanning liebte sie. Mit voranschreitender Entwicklung konnten die Meeches im späteren Spielverlauf allerdings nicht mehr wirklich mithalten. Und das Team stieß auf Probleme, sie im Arbeitsspeicher der Konsole unterzubringen. Entsprechend fielen sie irgendwann dem Aussterben zum Opfer. Letzteres ist auch der technische Grund, warum es nie ein Aufeinandertreffen von Slicks und Gluckens mit den Scraps und Paramites gab. Die Charaktersprites und ihre Animationen waren derart detailreich, dass es schlichtweg nicht möglich war, mehr als eine Handvoll davon gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.
Auch eine Zwischensequenz schaffte es nicht ins finale Spiel. Darin trifft nach Apes Entkommen aus Rapture Farms ein Meteor den Mond, der den handförmigen Krater erzeugt. Ein Zeichen für den unfreiwilligen Helden, dass größere Mächte am Werk waren. Abgesehen vom Speicherplatz war der Grund fürs Entfernen aber auch ein inhaltlicher, denn es erschien passender, den Mondkrater als rätselhaftes, unerklärtes Mysterium einzubauen. Letztlich fielen auch die Gamespeak-Funktion sowie das Besitzergreifen durchs Schanden Änderungen zum Opfer. Beide Fähigkeiten hätte Abe erst im Spielverlauf erlernen und somit freischalten sollen. Doch das Team entschied sich dagegen. Sie wollten den Spieler gleich zu Beginn mit etwas Einzigartigem begeistern und am Ball halten. Speziell die Sequenzen, in denen du die Mudokons ansprichst und sie dir folgen, löst augenblicklich eine emotionale Bindung aus. Unter den Testspielern bemerkte man das besonders bei Frauen, die umso mehr betroffen waren, wenn die Armen hinter der nächsten Ecke draufgingen. Und Oddworld hatte immer den Anspruch, eine breitere Masse anzusprechen. Damit all das aber wirklich glaubhaft und echt wirkte, sich in allen Aspekten auch so anfühlte, investierte man deutlich mehr Zeit in die Pre-Production, als es in der Industrie zu der Zeit üblich war. Alles wurde in zahlreichen Durchläufen überdacht und überarbeitet, und wenn man Charaktere endlich finalisiert hatte, wurden sie zunächst als Skulpturen nachgebaut, um die Schwächen der damals primitiven Computergrafikwerkzeuge auszugleichen. Auf diesem Weg fiel es beim Animieren deutlich einfacher festzulegen, wo die Knochen und Muskeln der Kreaturen lagen und wie sie sich bewegen mussten. Man digitalisierte die Skulptur und konnte dann das Skelettsystem einbauen und die Texturen hinzufügen. Dadurch präsentierten sich speziell Figuren im Spiel deutlich echter, sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihren Bewegungen, als wenn man sie einfach nur von Grund auf am PC erstellt hätte. Mit in diesen Punkt hinein floss auch das Alive System, die Aware Lifeforms in Virtual Entertainment oder einfach die Routinen der künstlichen Intelligenz. Ihr Zweck war es, die Kreaturen von Oddworld anhand einer gegebenen Situation reagieren zu lassen, was sie wieder einmal lebensechter machte, bei Gegnern natürlich bedrohlicher und das Aufbauen emotionaler Bindungen erleichterte. Auch die Umgebungen wurden nach diesem Prinzip gestaltet. Sie mussten zunächst auf dem Papier perfekt sein, bevor es irgendwem gestattet war, sie am PC digital umzusetzen. Denn wenn etwas erst einmal im PC steckte, wurde es deutlich komplizierter und damit auch teurer, Änderungen vorzunehmen. Ein Konzept, das auf dem Papier überzeugte und es auf dem PC sowie schließlich ins Spiel schaffte, war das Quama System, das zu einem weiteren herausstechenden Argument für die Innovation von Apes Odyssey wurde. Die Handlungen des Spielers bestimmten nämlich den Ausgang der Geschichte. Abhängig vom Verhältnis geretteter zu verstorbener Mudokons erlebte man Abe entweder im guten oder schlechten Ende. Auch das war eine Entscheidung, die nicht jeder im Entwicklerteam gut hieß. Mit einem getöteten Abe dafür belohnt zu werden, das gesamte Game durchzuspielen, erschien einigen deutlich zu gemein. Lanning zuckte aber nur die Schultern. Wenn der Spieler gegenüber den Mudokons ein Arsch war, hatte er genau das verdient. Die eigenen Handlungen hatten Konsequenzen. Doch es sollte auch Spielelemente geben, die zu korrigieren dem Team letztlich die Zeit fehlte und die Apes Odyssey von Kritikern wie auch Spielern negativ ausgelegt wurden. Allen voran wurde das Checkpoint-System heftig kritisiert, was jedem Spieler schmerzlich bewusst werden sollte, speziell wenn er sich an die geheimen Bereiche mit ihren knackigen Rätseln wagte. Das war ein Problem, das dem Team selbst natürlich nicht entgangen war. Der Code hinter dem Speichersystem war allerdings derart kompliziert, dass schlichtweg die Zeit fehlte, um ihn noch entsprechend anzupassen. Auch die Lebensechtheit, auf die speziell Lanning so viel Wert legte, wurde noch zum Problem, denn sie führte zu dem zweiten Hauptkritikpunkt am Spiel: die erhebliche Schwierigkeit. Um die Immersion zu wahren, wollte das Team unbedingt auf jegliche Form von Statusanzeigen auf dem Bildschirm verzichten, worunter auch eine Lebensanzeige fiel. Entsprechend nahm man Abe jegliche Form der Widerstandsfähigkeit und jeder Treffer bedeutete ein Game Over. Das war natürlich, speziell angesichts Abes ohnehin schon gebrechlicher Erscheinung, deutlich glaubhafter als das Einstecken einer Reihe von Kugeln. Dummerweise resultierte das auch in einem Spiel, das deutlich schwieriger zu bewältigen war, als man ursprünglich geplant hatte. Aus Spielersicht galt es aber natürlich auch buchstäblich umzudenken, da Apes Odyssey gar nicht mal so sehr auf Geschicklichkeit und feine motorische Fähigkeiten setzte, sondern auf den Einsatz des eigenen Hirns, auf Logik und Vorausdenken. Ein Spiel für Erwachsene, an dem sich auch Kinder erfreuen konnten. Genauso beim Zusehen wie auch beim selber Spielen.
Am 19. September 1997 war es dann endlich soweit. Am Odd Friday erschien Oddworld Apes Odyssey für die PlayStation und wenig später auch für den PC. Publisher GT Interactive hatte 10 Millionen Dollar für die Marketingkampagne vor dem Launch versprochen, mit Platzierungen in Printmagazinen, im Fernsehen und im Internet. Die teuerste Kampagne des Publishers bis dahin. Und es sollte sich lohnen, denn Fanmails, speziell auch von Mädchen und Erwachsenen, zeigten, dass man, wie geplant, eine deutlich breitere Zielgruppe erreichte als die meisten anderen Videospiele. Auch die Kritiker liebten das Spiel und lobten das 2D-Plattforming, die perfekte Balance aus Action und Rätseln, die nie zuvor gesehene, wunderschöne Grafik mit ihren Animationen und die einfallsreiche KI mit visuellen Designs, die einem tatsächlich das Gefühl gaben, mit einer echten Welt samt ihren Bewohnern zu interagieren. Doch, wie schon erwähnt, liebten sie es nicht bedingungslos, denn die hohe Schwierigkeit stieß vielen sauer auf. Speziell angesichts der Trial-and-Error-Natur der meisten Level und der empfindlichen Steuerung. Das reichte aber nicht, um den Erfolg des Spiels zu dämpfen. Mit über 40 Auszeichnungen gekrönt, verkaufte es sich in den ersten Monaten bis Januar 1998 1 Million Mal, mit einer finalen Verkaufszahl von letztlich rund 3,5 Millionen weltweit. Der Erfolg kaschierte allerdings nicht, welche enormen Strapazen die Entwicklung für das Team bedeutet hatten und welche katastrophalen Folgen für die Firma mit der Veröffentlichung einhergingen. Nach dem Absenden der vermeintlichen Gold Disc, sprich dem Spiel in seiner finalen Form, entdeckte man doch noch einen schwerwiegenden Bug, der sich zu allem Überfluss durch das gesamte Spiel zog. Eilig stoppte man telefonisch die Weitergabe der Disk an die Produktion und versprach eine überarbeitete Version bis zum nächsten Morgen. Das Team arbeitete die ganze Nacht durch, um die korrigierte Gold Disc per Eilverfahren rauszuschicken. Nur um kurz darauf mitgeteilt zu bekommen, dass irgendein Manager bei GT Interactive das Überarbeiten für unnötigen Perfektionismus gehalten und die fehlerhafte Version weitergegeben hatte. Das führte zwangsläufig zu einer fehlerhaften Erstpressung des Spiels, die im Handel landete. Ein weiterer Umstand, der sie sowohl Fans als auch Spieler kostete, war ein unzureichendes Vorausdenken. Genau die Qualität, die sie ja auch von ihren Spielern erwarteten. Nach Fertigstellung des Grundspiels ging das Team nämlich noch einmal sämtliche Level durch, um überall geheime Areale einzufügen, in denen sich letztlich rund die Hälfte der zu rettenden Mudokons verstecken sollten. So gut wie immer gab es einen seh- oder hörbaren Hinweis darauf, die Intention war aber stets, dass die Spieler die meisten davon in ihrem ersten Spieldurchlauf verpassen würden. Das ist auch der Grund, warum die Geheimbereiche die schwierigsten Rätsel des gesamten Spiels beinhalten. GameStop ging zu Release nun aber hin und veröffentlichte einen inoffiziellen Spieleberater, der es sich nicht nehmen ließ, auch gleich den Geheimbereich im allerersten Spielbildschirm zu enthüllen. Wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann, eine der herausforderndsten Stellen im Spiel, für die man zu Spielbeginn noch nicht annähernd ausgerüstet ist. Ups. Ups. Gleich in der ersten Spielminute hier hingeführt zu werden, frustrierte eine Reihe von Spielern derart, dass sie Oddworld sogleich als zu schwer abtaten und zur Seite legten. Einen Monat nach dem westlichen Release erschien das Spiel auch für den japanischen Markt unter dem Titel Ape A Go-Go. Abgesehen von der Lokalisierung gab es auch 2 weitere signifikante Änderungen. Der Mudokon-Pop aus der Anfangssequenz wurde entschärft aus Respekt vor einem schockierenden Mord, der ganz Japan kurz zuvor traumatisiert hatte. Ein Schüler hatte den Kopf eines Mitschülers abgehackt und an das Schultor gehangen. Die Änderung aus Pietätsgründen gefiel dem Team letztlich aber sogar besser als das Original, weil der fröhlichere Stil besser zu den anderen Produktpostern im Spiel passte und zu der unterschwelligen Botschaft des gesamten Spiels, dass die Industrie nur zu gerne verschleierte und beschönigte, was sie tatsächlich taten. Die zweite Änderung kostete Ape einen Finger. Die originalen 4 Finger des Mudokons eckten mit der historisch vorbelasteten Subkultur der Fleischverarbeiter an. Eine früher von der restlichen Gesellschaft verachtete Gruppe. Die Geste, jemandem 4 Finger an einer Hand entgegenzustrecken, da das bei den Fleischverarbeitern aufgrund von Arbeitsunfällen keine Seltenheit war, wurde zur Beleidigung. Einige lautstarke Gruppen in Japan hatten es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Part ihrer Geschichte in Vergessenheit geraten zu lassen, weshalb jeder Versuch, einen Charakter mit lediglich 4 Fingern dort zu etablieren,
zwangsläufig im Gerichtssaal endete. Da aber auch Mickey Mouse beispielsweise problemlos im Land der aufgehenden Sonne ausgestrahlt werden konnte, wurde schnell klar, dass die Prinzipien der Gruppe nicht unumstößlich waren, wenn man genug Geld zu den Verhandlungen mitbrachte. Dass eine ausreichende Kompensierung Menschen davon überzeugen konnte, dass etwas doch keine so fürchterliche, tief sitzende Beleidigung war wie behauptet, war eine Ironie, die wieder einmal perfekt zu der Botschaft des Spiels passte. Abe wurde diskriminiert für das, was er war. Also hackten die Entwickler ihm einen Finger ab, um die Japaner nicht zu beleidigen. Und um nicht bezahlen zu müssen. Wofür sie allerdings bezahlten, war ein Audit. Zu dieser Zeit wurden Verkaufszahlen von Videospielen noch anders bis gar nicht verfolgt, was es für ein Studio nahezu unmöglich machte, die tatsächlich verkauften Einheiten ihres Spiels nachzuvollziehen. In der Regel waren sie den Angaben des Publishers hilflos ausgeliefert, da ein entsprechendes Audit zur Überprüfung rund $250.000 kostete, was die meisten Studios nicht stemmen konnten oder wollten. Lanning und McKenna hingegen gingen diesen Schritt und deckten auf, dass GT Interactive mehrere Millionen Dollar unterschlagen hatte, die Oddworld Inhabitants zustanden. Also verlangten sie eine Nachzahlung oder die Rücküberschreibung der 49% Eigentumsrechte an ihrer Firma, die der Publisher Gary Vickers abgekauft hatte. Ein No-Brainer für GT Interactive, die lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach haben wollten. Diese zweifelhafte Geschäftspraktik führte aber zu keinem Bruch der beiden Firmen, denn Oddworld Inhabitants blieb bei GT Interactive unter Vertrag. Und die wollten unbedingt einen Nachfolger zu Apes Odyssey. Innerhalb von 9 Monaten. Denn das Weihnachtsgeschäft war in Gefahr. Unreal Tournament wurde verschoben. Duke Nukem schaffte es nicht rechtzeitig. Das einzig zuverlässige Pferd in ihrem Stall zu sein, wurde zu Oddworld Inhabitants Fluch. Denn obwohl Lanning beteuerte, dass es schlichtweg unmöglich war, seinen geplanten zweiten Epos in weniger als einem Jahr umzusetzen, beschloss seine Firma, ihren Publisher zu unterstützen und sagte ein Spiel zu. Kein Oddworld 2, sondern gewissermaßen ein Bonusspiel. Auf das eigentliche Oddworld 2 mussten Fans noch 23 Jahre warten. Und das Traurige daran ist, dass Oddworld Apes Exodus nicht einmal zu Weihnachten in den Regalen stand. Zwar wurde das Team wie geplant fertig, doch gingen die auszuliefernden Spiele im Lager verloren. Nach der Veröffentlichung vom kritisch gelobten, aber kommerziell gefloppten Stranger's Wrath im Jahr 2005 legten Oddworld Inhabitants aufgrund von Streitigkeiten mit EA eine Pause von der Spieleentwicklung ein. Erst 2008, als der Valve-Gründer Gabe Newell auf Lanning und McKenna zuging, um Odyssey und Exodus auf Steam verfügbar zu machen, begannen sie in den darauffolgenden Jahren diverse HD-Remaster zu veröffentlichen, bis es 2014 zu Apes Odysseys Neuinterpretation New and Tasty kam. Und alles ganz ohne Publisher und große Marketingkampagnen. Es zahlte sich aus, die Hoffnung doch nicht aufzugeben. Denn wie Lanning selber gerne sagte, die bedrohteste Ressource, die wir Menschen haben, ist die Hoffnung. Aber das sind Geschichten für ein anderes Mal. Genau wie die ebenso spannende Geschichte von der Entstehung des Metal Gear Solid Franchises. Dieses Video ist entstanden mit freundlicher Unterstützung meiner Kanalmitglieder Miguel, Retrojäger, Michael, Robin, Multi, Pure German Entertainment, Snake, Bibita, Dom Omlin, Grills und Lord Pimpim. Vielen Dank für euren Lord-Support.